In dieser Folge zeige ich euch, wie ihr ein Lenkrad in einem sehr, sehr schlechten Zustand unter Zuhilfenahme dieses Sprays in wenigen Schritten super schnell reinigt und danach wieder pflegt. Das bedeutet, ich zeige euch ganz genau, wie ihr bei einem extrem verschmutzten Ausgangszustand, der eigentlich schon viel zu lange nicht gereinigt wurde, euch viel Zeit spart, nämlich die Zeit, mehrere Runden Lederreiniger mit Reinigungstools anzuwenden, sondern einfach mit Hilfe dieses Sprays das Lenkrad einmal reinigt, danach nochmal nachreinigt und so in einem Bruchteil der Zeit ein extrem gutes Ergebnis habt. Anschließend zeige ich euch, wie ihr das Leder pflegen solltet, damit es auch noch lange so erhalten bleibt und die Reinigung Sinn gemacht hat, und gebe euch noch Tipps mit auf dem Weg, was ihr tun könnt, damit ihr gar nicht erst das Lenkrad in so einen Zustand hier bringt. Der erste Schritt ist das Abkleben aller Ritzen und Kanten, aller Elektroschalter und aller Flächen, wo irgendwie, ich sag mal, Pulver oder Spray nicht hin sollte. Wie gesagt, da muss man immer selber entscheiden. Jetzt bei größeren Flächen, wo man später gut rankommt zum Saubermachen, macht es nichts unbedingt, aber gerade Elektroschalter und kleine und Ritzenkanten sollte man abkleben. Und wer unser Video zum Smart-Lenkrad gesehen hat, der kann sich schon denken, was kommt. Aber selbst dann würde ich dir empfehlen, bleibt dran, denn das Ergebnis bei diesem extrem speckigen Lenkrad lohnt sich auf jeden Fall. Wir decken dann die umliegenden Flächen ab, damit wir auch da kein Overspray haben und nicht bei der Innenraumreinigung uns unnötig viel Arbeit machen. Da geht einfach so ein Stück Pappe oder ein Stück Folie, die man übers Lenkrad legt und dann festklebt. Das ist alles keine Wissenschaft, das geht relativ einfach. Es geht am Ende darum, alle Flächen abzudecken, die jetzt nicht unbedingt Kontakt mit dem Reiniger haben sollen, damit einmal nichts in Ecken und Kanten landet und zum anderen wir uns einfach Zeit später ersparen. Dann wird das Fettlöserspray gleichmäßig aufgesprüht, innen wie außen beim Lenkrad. Hier geht es darum, dass wir wirklich einen gleichmäßig geschlossenen, nassen Film haben, der dann weiß auftrocknet. Das dauert je nach Zustand zwischen 5 Minuten, aber manchmal auch 20 Minuten, je nachdem, wie viel Fett und Schmutz im Lenkrad ist. Je mehr da drin ist, desto länger dauert es, bis das Spray getrocknet ist. Und wir warten dann einfach so lange, bis das Lenkrad gleichmäßig und flächig weiß ist. Mach's bitte nicht wie Mo, setz bitte dabei eine Maske auf. Das ist im Endeffekt ein Fettlöserspray, das wollen wir nicht unbedingt einatmen. Würde ich jetzt nicht umbringen, aber ist auch nicht so ideal. Wenn das ganze Lenkrad weiß getrocknet ist, dann nimmst du dir einfach eine Lederreinigungsbürste, also eine mittelharte Bürste, und bürstest den ersten Überschuss an gelöstem Fett mit Spray einmal grob ab. Damit hast du schon mal relativ viel runter und kannst danach im zweiten Schritt den Rest mit Lederreiniger, mild oder stark, ganz nach deiner Wahl, und einem Interior Scrub Bed entfernen. Denkt bei Leder immer dran, zwischendurch mit einem Tuch abzuwischen, dass das Leder nicht zu feucht wird, damit die Feuchtigkeit nicht ins Leder einziehen kann. Und du siehst aber jetzt schon hier beim Entfernen der Abdeckfolie, wie schön matt dieses Lenkrad wieder geworden ist. Und das mit einer normalen Lederreinigung hätte schon die eine oder andere Runde gedauert. Und dann am Ende ganz, ganz wichtig, bitte denk an die Pflege bzw. Versiegelung. Oder wenn du die Möglichkeit hast, eine Reparatur zu machen, erneuer den Topcoat, um einfach wieder wirklich einen werksneuen Zustand herzustellen. Und dann hast du in relativ kurzer Zeit ein Leder in Neuzustand gebracht und sogar ohne es zu reparieren in dem konkreten Fall. Wenn der Kunde regelmäßig mit Versiegelung nacharbeitet, kann man das auch gut so machen. Aber auch hier gilt natürlich, bitte nicht, wenn es geht, in diesen Zustand kommen lassen, das Lenkrad, sondern früher einfach mild reinigen. Das Lenkrad ist jetzt professionell gereinigt, und zwar sehr zeitsparend, sehr schnell, sehr effektiv, und wir haben Pflege aufgetragen, damit wir einfach das Jahre oder fast schon Jahrzehnte alte Lenkrad ein bisschen pflegen. Ganz wichtig zu sagen, diese Methode der Reinigung ist sehr rabiat, will ich mal sagen. Also das kann man einmal initial machen, wenn das Lenkrad wirklich einen schlechten Zustand hat, und sollte sich aber überlegen, ob man es vielleicht dann reparieren lässt, weil wenn so viel Schmutz auf dem Lenkrad ist, kommt der verbunden mit der Farbe, das passiert nämlich mit der Zeit, beim Reinigen natürlich mit runter. Und deswegen sollte man sich überlegen, ansonsten immer regelmäßig reinigen, mild und pflegen, bei neueren Lenkrädern Versiegelung, und dann hat man auch lange Freude dran. Wie gesagt, bevor ihr 50 Mal mit dem Lederreiniger, einer Bürste, einem Scrubhead, womit auch immer drüber eiert, lieber einmal Fettlöserspray auftragen und danach nochmal normal reinigen, und man hat in einem Bruchteil der Zeit ein viel besseres Ergebnis. In diesem Sinne, alle verwendeten Produkte findet ihr unten. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Haut rein!